Aix-en-Provence im Süden Frankreichs. Die beiden Ultraschallphysiker Matthias Fink und Michael Tanter haben uns hierher gelockt, genauer auf den Marktplatz. Die beiden Physiker haben eine Revolution in der Ultraschalldiagnostik ausgelöst. Bevor sie uns die aber zeigen, wollen sie uns vorführen, womit ihre Erfindung angefangen hat. Nämlich mit Käse und mit einer Idee. Notre première idée en 1994. 1994 hatten wir die Idee für eine sehr einfache Maschine. Ein kleines Gerät, mit dem man die Härte von Käse oder von Gänsestopfleber messen kann, das aber auch beim Menschen funktionieren könnte. En fait, on a développé ce premier appareil que ça pouvait aussi marcher sur l'homme. Seit 1990 arbeiteten die beiden Ultraschallforscher an sogenannten Scherwellen, die sich in weichem Gewebe mit von der Gewebeelastizität abhängiger Geschwindigkeit ausbreiten, wenn sie mit einem Impuls ausgelöst werden. Treffen also die Scherwellen auf festes Gewebe, wie beispielsweise einen Tumor, werden sie schneller weitergegeben. Diese Eigenschaft wollten Matthias Fink und Michael Tanter ausnutzen, um eine völlig neuartige Diagnosemethode für die Medizin zu entwickeln. Dafür haben sie eine Technik erfunden, die Scherwellen nicht nur auslösen, sondern sie gleichzeitig auch messen kann. Nach ihren Plänen werden heute in Aix-en-Provence vollkommen neuartige Ultraschallgeräte gebaut, mit dem die Elastizität von menschlichem Gewebe gemessen werden kann, beispielsweise für die Krebsfrüherkennung. Die Verwendung eines superschnellen Ultraschalls und der Elastizitätsmessung verbessert die Krebsdiagnose, insbesondere die Diagnose von Brustkrebs, erheblich. Die Anzahl der Brustbiopsien kann um mehr als 50% reduziert werden. Und das ist sehr gut für die Patientinnen. Mit Ultraschall und Scherwellen Krebstumore im Körper aufspüren und deren Gefährlichkeit allein daran messen, wie fest das Tumorgewebe ist. Das Gerät, das als erstes die neue Diagnosemethode beherrscht, ist der Explorer, wie sie ihren Scanner getauft haben. Und der liefert erst einmal klassische Ultraschallbilder. Was das Gerät so besonders macht, ist ein kleiner Knopf. Wird der gedrückt, kommen die Scherwellen ins Spiel und es erscheinen farbige Flächen auf dem Monitor. Diese Farben zeigen den Ärzten, wie hart oder elastisch ein Organ ist. Hier die Leber. Rot bedeutet, dass die Leber sehr hart ist. Blau bedeutet, dass die Leber weich ist. Und wie hart die Leber ist, sagt etwas über ihren Zustand aus, ob beispielsweise eine Leberfibrose vorliegt. Anhand der Elastizität des Gewebes liest der Scanner sogar ab, ob ein Tumor gefährlich ist oder nicht. Hier rot im Bild ein bösartiger Knoten mit Typ 3 Brustkrebs. Das Fibroadenom, hier blau, ist ein harmloser Knoten. Wie steif oder fest ein Knoten ist, sagt etwas aus über seine Bösartigkeit. Dafür sendet ihr Ultraschallscanner, die Erfindung der beiden Forscher, gezielt starke Impulse ins Gewebe und löst so die Scherwellen aus. Mit einer neuen Art von Ultraschallwellen, sogenannten Ebenenwellen, auch die gehören zur Erfindung der beiden Forscher, kann der Scanner die Bewegung der Scherwellen erfassen und dadurch messen, wie elastisch oder steif das Gewebe ist. Den Forschern ist es als ersten überhaupt gelungen, die Scherwellen, die sie mit ihrer Technik auslösen, im Gewebe per Ultraschall zu verfolgen. Das sind die Bilder. Die Geschwindigkeit jedes einzelnen Bildpunktes sagt etwas über die Elastizität des Gewebes und ob sich ein Tumor gebildet hat. Das Besondere unseres Systems ist, dass wir mit Hilfe von Ultraschall einen Film vom Inneren des Gewebes mit 10.000 Aufnahmen pro Sekunde machen können, mit einer ultraschnellen Ultraschallkamera. Und das war einer der wesentlichsten Teile unserer Erfindung. Die Scherwellentechnologie hat Millionen unnötiger Biopsien verhindert, beim Screening von Brust, Leber und vielen anderen Organen.
Mit dem Team in Aix-en-Provence erforschen die beiden Physiker immer neue Anwendungen, beispielsweise wie sich mit ihrem Explorer auch Verhärtungen im Herz untersuchen lassen. Schon jetzt haben die Forscher mit ihrem Start-up Ultrasonic Imagine die Ultraschalldiagnostik revolutioniert. Dank der Scherwellen. Und etwas Käse. Und manchmal haben die Forscher sogar Zeit, den zu genießen.